Willkommen alle zusammen. In diesem Video geht es darum, Deutsch endlich zu verstehen. Ich weiß, wie schwer das ist. Du hörst Menschen sprechen und alles klingt so schnell. Du verstehst ein paar Wörter, aber nicht alles. Du nickst, lächelst und hoffst, dass du richtig verstehst. Dein Kopf ist müde. Du denkst, warum ist das so schwer? Warum verstehe ich im Video viel, aber draußen fast nichts? Ich verstehe dich. Viele Menschen fühlen das Gleiche. Du lernst, du hörst, du übst, aber das echte Deutsch klingt anders. Nicht, weil du schlecht bist, nicht, weil du zu wenig gelernt hast, sondern weil dein Gehirn noch nicht trainiert ist, echtes Deutsch zu hören. Aber heute ändert sich das. In diesem Video trainieren wir dein Ohr und dein Denken. Schritt für Schritt lernst du Deutsch im Alltag zu verstehen. Du wirst merken, dein Kopf kann das. Du brauchst nur die richtige Übung. Also bleib bis zum Ende. Hör mit Herz, nicht nur mit den Ohren. Am Ende dieses Videos wirst du sagen, jetzt verstehe ich wirklich Deutsch. Für alle, die es noch nicht wissen, es gibt Untertitel in vielen Sprachen. Schalte sie ein, damit du alles gut verstehst und mitsprechen kannst. Wenn deine Sprache fehlt, schreib uns einfach. Wir fügen sie gerne hinzu. Aus welchem Land schaust du dieses Video? Schreib es unten in die Kommentare. Wir freuen uns, das zu lesen. Wenn dir diese Tipps gefallen, gib mir bitte ein Like und schreib einen netten Kommentar. Das zeigt mir, dass dir das Training hilft und gibt mir Motivation, noch mehr Videos für dich zu machen. Ich freue mich über jede Nachricht von euch. Kapitel 1: Warum du so oft nichts verstehst. Ich weiß, wie schwer das ist. Du hörst Deutsch, aber alles klingt schnell und durcheinander. Du verstehst Wörter, aber keine ganzen Sätze. Du denkst, ich kenne diese Wörter, warum verstehe ich sie jetzt nicht? Das ist normal, nicht weil du schlecht bist, sondern weil dein Gehirn noch nicht trainiert ist, echtes Deutsch zu hören. In Lehrbüchern sprechen Menschen langsam und klar, aber im echten Leben sprechen sie schnell, verbinden Wörter und sprechen mit Gefühl. Dein Gehirn muss das üben. Du kannst es trainieren, genau wie einen Muskel. Höre jeden Tag ein kurzes Stück Deutsch, zum Beispiel einen Satz aus einem Video. Beispiel: Wie geht's dir? Hör ihn 3-mal, dann sag ihn laut nach, dann hör ihn nochmal und versuch jedes Wort im Kopf zu sehen. Oder nimm einen Satz aus einem Film. Ich hab keine Zeit. Hör ihn, wiederhole ihn, schreib ihn auf. Mach das 5 Minuten am Tag, ein Tag. Dein Ohr wird stärker, dein Kopf reagiert schneller. Du wirst merken, Wörter verbinden sich. Du verstehst den Sinn. Nicht nur einzelne Wörter. Es geht nicht darum, jedes Wort zu kennen. Es geht darum, den Klang zu verstehen. Und eines Tages sitzt du in einem Gespräch. Jemand spricht schnell und du verstehst einfach. Das ist der Moment, in dem dein Gehirn Deutsch wirklich hört. Kapitel 2: Dein tägliches Hörtraining. Wenn du Deutsch wirklich verstehen willst, musst du dein Ohr trainieren, jeden Tag,
aber nur ein paar Minuten. Dein Gehirn lernt nicht durch viele Stunden, sondern durch Wiederholung. Es braucht Routine. Mach dein Hören zu einer kleinen Gewohnheit. Hier ist dein Plan. Schritt 1. Hör kurz, nicht lang. Wähle ein kurzes Video oder einen Satz, maximal 20 Sekunden. Beispiel: ein Satz aus einem Lied oder einem Film. Hör ihn 3-mal. Versuch zu verstehen, worum es geht, ohne zu stoppen. Schritt 2. Lies mit. Schau dir den Untertitel an und hör den Satz nochmal. Jetzt weißt du, wie die Wörter klingen. Schritt 3. Hör ohne Text. Mach die Augen zu. Versuch, den Satz im Kopf zu wiederholen. Schritt 4. Sprich mit. Sag die Wörter laut nach, auch wenn du Fehler machst. Dein Ohr und dein Mund arbeiten zusammen. Das macht dein Verständnis stärker. Du brauchst keine Stunde, nur 5 Minuten. Aber mach es jeden Tag. Hör beim Frühstück, im Bus, beim Spazieren. Dein Gehirn merkt den Klang, die Pausen, die Betonung. So lernst du, Deutsch zu verstehen, wie ein Muttersprachler. Nicht Wort für Wort, sondern im Fluss. Nach ein paar Wochen wirst du merken, du verstehst schneller, du musst weniger übersetzen. Dein Ohr erkennt Muster, dein Kopf reagiert automatisch. Das ist echtes Hörtraining. Kurz, einfach, aber stark. Kapitel 3. Verstehe die Verbindung zwischen den Wörtern. Viele Deutschlerner kennen schon viele Wörter. Sie wissen, was gehen, Haus, Arbeit oder heute bedeutet. Aber wenn sie einen Satz hören, verstehen sie oft nicht den Sinn. Sie hören Wörter, aber kein Bild. Das passiert, weil sie die Verbindung nicht sehen. Wörter stehen nie allein. Sie arbeiten zusammen. Sie zeigen, wann etwas passiert, warum etwas passiert oder was das Ziel ist. Wenn du diese Verbindungen erkennst, verstehst du Deutsch viel besser. Du kannst das trainieren. Schritt 1. Lies einfache Sätze. Achte auf kleine Wörter wie weil, aber, und, wenn, dann, deshalb, obwohl. Diese Wörter verbinden Ideen. Beispiel: ich bleibe zu Hause, weil es regnet. Du verstehst, der Grund ist der Regen. Schritt 2. Hör kurze Sätze. Suche nach dem Wort, das zeigt, wie die Wörter verbunden sind. Beispiel: ich lerne Deutsch, um besser zu arbeiten. Das kleine Wort zeigt das Ziel. Schritt 3. Bau selbst Sätze mit diesen Wörtern. Beispiel: ich gehe spazieren, aber es ist kalt. Ich trinke Tee, wenn ich lese. Ich lerne jeden Tag, damit ich fließend spreche. So lernst du, wie Wörter zusammen Bedeutung bilden. Schritt 4. Übe das täglich. Lies kurze Texte, hör Dialoge und such die Verbindungen. Frag dich, warum passiert das? Wann? Wozu? Dein Gehirn beginnt, Muster zu sehen.
Bald verstehst du ganze Gedanken, nicht nur einzelne Wörter. Du hörst den Sinn, nicht nur den Klang. Und plötzlich merkst du, Deutsch ist logisch. Wörter sind Freunde. Sie arbeiten zusammen, um dir eine Geschichte zu erzählen. Wenn du das trainierst, wirst du Deutsch klar, ruhig und mit Freude verstehen. Kapitel 4 Trainiere dein Gehirn und dein Ohr zusammen. Viele Deutschlerner hören viel, aber sie denken dabei nicht aktiv. Andere denken viel, aber hören zu wenig. Beides ist wichtig. Wenn du nur hörst, ohne mitzudenken, bleibt dein Verständnis schwach. Wenn du nur denkst, ohne zu hören, fehlt dir das Gefühl für die Sprache. Dein Gehirn und dein Ohr müssen zusammenarbeiten. Wenn du Deutsch hörst, muss dein Kopf sofort reagieren, nicht übersetzen, sondern verstehen. Du kannst das trainieren. Schritt 1. Hör kurze Sätze und denk mit. Beispiel: Jemand sagt, ich gehe einkaufen. Stell dir das Bild im Kopf vor. Siehst du die Person im Supermarkt? So trainierst du dein Gehirn, schneller zu reagieren. Schritt 2. Wiederhole, was du hörst. Sag die Sätze laut nach. Das hilft deinem Kopf, Wörter zu speichern und dein Ohr zu schärfen. Schritt 3. Stell Fragen zu dem, was du hörst. Beispiel: Warum geht er einkaufen? Wann? Mit wem? So bleibst du aktiv und verstehst den Zusammenhang besser. Schritt 4. Hör einfache Geschichten oder Dialoge. Versuch, sie im Kopf wie einen Film zu sehen. Stell dir die Personen, Orte und Handlungen vor. Das hilft deinem Gehirn, Sprache mit Bildern zu verbinden. Schritt 5. Übe täglich 5 Minuten. Höre, denke, sprich. So werden Ohr und Gehirn stark. Du verstehst nicht nur, was du hörst, sondern warum. Du merkst, was wichtig ist und was nur Füllwörter sind. Mit der Zeit wirst du merken, du musst weniger übersetzen. Dein Ohr hört und dein Kopf versteht automatisch. Das ist echtes Sprachverstehen. Du lernst Deutsch zu hören, zu denken und zu verstehen, alles zur gleichen Zeit. Und genau das bringt dich jeden Tag näher zur echten Sprachsicherheit. Kapitel 5. Wiederhole, um besser zu verstehen. Dein Gehirn lernt durch Wiederholung. Je öfter du etwas hörst, desto besser verstehst du es. Viele Lernende hören einen Satz nur einmal und gehen dann weiter. Aber das reicht nicht. Dein Ohr braucht Zeit, um sich an den Klang zu gewöhnen, und dein Kopf braucht Zeit, um den Sinn zu erkennen. Wenn du richtig wiederholst, wirst du jeden Tag besser. Wiederholung ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist der Schlüssel zum Verstehen. Schritt 1. Hör denselben Satz mehrmals. Beim ersten Mal hör einfach zu. Beim zweiten Mal achte auf die Wörter.
Beim dritten Mal versuche zu verstehen, was sie bedeuten. Beispiel: Ich muss morgen früh aufstehen. Beim ersten Hören klingt es vielleicht schnell, aber beim dritten Mal erkennst du die Struktur. Schritt 2: Wiederhole den Satz laut. Sprich mit, auch wenn du Fehler machst. Dein Ohr hört deine Stimme und dein Gehirn speichert die Verbindung. Schritt 3: Hör denselben Satz an einem anderen Tag noch einmal. Du wirst merken, dass du ihn sofort verstehst. So arbeitet dein Gehirn im Hintergrund weiter. Schritt 4: Benutze kurze Texte oder kleine Dialoge. Hör sie 3 Tage hintereinander. Tag 1 hören, Tag 2 mitlesen, Tag 3 mitsprechen. Danach kennst du die Wörter, den Klang und den Sinn. Schritt 5: Sei geduldig. Du brauchst keine langen Stunden. 5 Minuten Wiederholung am Tag sind genug. Wichtig ist, dass du jeden Tag übst. So trainierst du dein Ohr und dein Gehirn zusammen. Nach einigen Wochen merkst du, du verstehst Sätze ohne nachzudenken. Dein Ohr erkennt Muster, dein Kopf reagiert automatisch. Wiederholung ist nicht langweilig. Sie ist der Weg, um Deutsch wirklich zu verstehen. Ruhig, sicher und natürlich. Kapitel 6: Die Wahrheit über Verstehen. Wenn du Deutsch wirklich verstehen willst, musst du jeden Tag üben. Es geht nicht nur um Videos oder Bücher, es geht darum, aktiv zu hören, zu denken und zu wiederholen. Viele Menschen lernen jahrelang, aber verstehen trotzdem nicht alles. Sie wissen viele Wörter, aber ihr Gehirn reagiert zu langsam. Warum? Weil sie nicht regelmäßig trainieren. Sprache ist wie ein Muskel. Wenn du sie nicht benutzt, bleibt sie schwach. Wenn du sie trainierst, wird sie stark. Du brauchst keine perfekte Grammatik, keine 100 neuen Wörter pro Tag. Du brauchst Geduld, Wiederholung und Mut. Du musst jeden Tag ein kleines Stück üben. 5 Minuten reichen. Höre kurze Sätze, sprich sie laut, stell dir Bilder im Kopf vor. Mach das jeden Tag und dein Gehirn gewöhnt sich an Deutsch. Du wirst merken, dein Ohr erkennt mehr, dein Kopf versteht schneller, du übersetzt weniger. Es gibt 2 Arten von Lernenden. Der erste lernt nur passiv. Er schaut Videos, liest Texte, denkt, ich verstehe ein bisschen. Aber er trainiert nicht. Der zweite hört aktiv. Er wiederholt, macht Fehler, übt weiter. Er wächst. Er versteht immer mehr, Tag für Tag. Du entscheidest, welcher du bist. Hör auf zu warten. Fang an zu üben. Mach Deutsch zu einem Teil deines Tages. Beim Kochen, im Bus, beim Spazieren, überall kannst du hören und denken. Jeder Tag zählt. Jeder Satz bringt dich weiter. Sag es dir selbst. Ich will Deutsch verstehen. Ich höre aktiv. Ich bleibe dran. Ich gebe nicht auf.
denn Verstehen kommt nicht von selbst. Es kommt durch Übung, Geduld und Mut. Und wenn du das machst, wirst du eines Tages merken, du verstehst Deutsch einfach, ohne Stress, ohne Übersetzung. Es wird natürlich. Es wird deins. Ich danke dir, dass du bis hierhin dabei warst. Du hast dir die Zeit genommen, dein Deutsch, dein Denken und dein Hören zu trainieren. Das zeigt, dass du wirklich wachsen willst. Vergiss nie, Deutsch zu verstehen ist kein Talent, es ist Training. Jeder Tag, an dem du übst, bringt dich weiter. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass es langsam geht, aber dein Gehirn lernt in jedem Moment. Wenn du hörst, wenn du denkst, wenn du wiederholst, du machst Fortschritte. Auch wenn du sie noch nicht sofort siehst, sie sind da. Bleib dran, mach weiter, gib nicht auf und vor allem sei stolz auf dich. Denn du machst etwas, was viele nicht schaffen. Du veränderst dein Denken, du lernst eine neue Sprache, du öffnest dein Leben für neue Menschen und neue Chancen. Wenn dir dieses Training geholfen hat, abonniere meinen Kanal, damit du kein neues Video verpasst. Ich mache jede Woche neue Übungen, Tipps und Motivation, damit du Deutsch jeden Tag ein bisschen besser verstehst. Lass mir gerne ein Like da und schreib mir in die Kommentare, aus welchem Land du kommst und was dir am meisten geholfen hat. Ich freue mich auf dich, auf deine Fortschritte und auf deinen Weg zum echten Verstehen. Bis bald und danke, dass du dabei bist.